Das ist schön. Ihr habt was verpasst. Jetzt haben sie auch wieder einen Ton. Und jetzt habt ihr auch wieder Ton. Also, ja, ups, ja, mach ich gleich an. Ja, jetzt die fantastische Liz, die es zeitlich geschafft hat, die uns diesen wunderbar schokoladigen Gruß mitgebracht hat. Unglaublich warm. Du erzählst uns was zur Marke, Aufbau, Facebook. Nee, ich bin hier, weil ich denke, wir werden vielleicht zusammenarbeiten. Ich habe eine große Frage und nicht Probleme, aber ich habe eine Möglichkeit wegen Kommunität. Und ihr seid sehr professionelle in viele von was ich lese von der Kommunität und deswegen ich bin hier für euch und ich hoffe, dass vielleicht wir zusammen ein paar Ideen stellen können und nicht zum Beispiel Death by PowerPoint oder einfach, guck mal, hier ist meine Firma und ich habe was gemacht, weil wir haben alle unsere eigene Firma und Projekte und ja, ich denke, es ist mehr eine Community-Atmosphäre hier heute, so bitte, ich stehe hier vorne and I'm going to ask your kind permission, das manchmal auf Englisch zu sprechen und manchmal auf Deutsch. Und meine Firma zu vorstellen, ein großes Problem und eine große Möglichkeit. Und vielleicht am Ende können wir tolle Ideen haben and then we will roll it out. Ist okay bei euch? Am ersten, wie war dem Schokolade? Sehr gut, ja. Es war es besonders irgendwie? War das wie dem gleichen heißen Schokolade drüben im Hauptbahnhof? Oh, thank God. If so, I would throw myself off that balcony. Es war reich, it was rich. Es war tief, es war erdisch, es war scharf, es hat ein Gefühl, eine Körper, eine Geister irgendwie. Alles, ein Charakter. Weil ich habe fast sehr viele Geschichten, I saw a lot of your faces. Und wenn ihr den ersten Schluck gehabt, es war eine große offene Augen und eine Atmen rein, weil es super pur Kakao ist, von einer sehr besonderen Bohne mit einem sehr besonderen Prozess. Und das ist genau, was wir heute besprechen werden, ist Exceptional Experiences. Und wie eine Communität über Connoisseurship to evolve. So, Bliss ist meine Firma. Auf Englisch, Bliss bedeutet was? Was bedeutet Bliss? Wenn wir vielleicht indische, spirituelle Richtung denken, Glückseligkeit. Sat, Chit, Ananda, Love, Knowingness, Bliss. Bliss ist auch mein Name, Liz, Alyssa Jade ist mein Name. It's a little narcissistic to call your own company, but it's really eine persönliche Versprechen zum Glückseligkeit. Und wenn ich meine, dass die Firma ist, it's the complete embodiment of what I commit to creating, mit jeder Entscheidung, nicht nur mit unserer Produktentwicklung, aber auch mit dem Engagement und für was wir stehen. So, hier ist meine Information, bitte schreib mir, ping mir, poke me, whatever you like. Hug me afterwards, that's nice too. And today we're here to talk about social service, ist am Thema, and celebrating snobs. Snobs ist, habt ihr das Wort auf Deutsch, Snob? Hochnasiger? Ein Snob ist ein Hochnasiger, ein Aficionado, ein Connoisseur. Und heute wir werden wirklich Snobs zelebrieren. Und genau wie wir, how we can make a snobby process to actually make a very meaningful contribution and change to the world. And not in Miss World, let's save the world kind of a way, aber wirklich zum Motivieren and to mobilize. So, this is my favorite car, I just love it and I wanted to share it. So, ein kleiner Hintergrund von Bliss, was wir machen, für was wir aufstehen. Sie können das alles selbst lesen, es ist natürlich auf Englisch, aber Schokolade, wenn wir alle denken an Schokolade, Sascha hat jetzt gesagt, oh ja, heiße Schokolade, eine Sugarbombe. Und ich sage, hey, halt mal, es war kein Sugar drin. Wir alle, es war nicht auf dir, Sascha, aber es ist, dass wir alle wissen oder wir haben diese Idee, dass zum Beispiel Schokolade für uns schlecht ist. Es ist nur, weil es schlecht gemacht ist. Wenn die Bohnen auf dem Baum kommt, that was food of the gods. Das war Geld in currencies years and years and years ago. Es gibt einen Grund, weil es so
geschätzt war, weil die Ernährung, weil die Magnesium, Calcium, Sulfur, the molecules that give us strength in our body, die sind da. Es ist nur, wenn wir in Mass Production tausende Bäume mit viel Kinderarbeit, rosten, pushen, drucken, mass make, Zucker dazu, alles dazu machen, then we turn the food of the gods into something that makes us sick and unhealthy and sad and fat and stupid in the brain because we're toxic. So wirklich unser Ziel ist, dass mit einer besseren Schokolade zu einem Beispiel machen, was wir erwarten können von zum Beispiel the food system generally. Sie können das lesen. Da oben am rechten Seite, das ist mein Papa. Wir kommen eigentlich aus Papua-Neuguinea. Ich bin dritte Generation Social Enterprise. Das war bevor Social Enterprise genannt war. Meine Großeltern waren da in den 20. und hat wirklich selbst mit dem Messer durch den Wald gehackt und ein Haus da gebaut und Plantagen zum Beispiel mit Rubber und Kühe und Kaffee und was auch immer. Krankenhaus aufbauen und so weiter und so weiter. So, das ist definitiv in dem Blut. Und es sitzt da was und es gibt wirklich jede Abendessen, Konversation und die Geschichte über Zeit, dass die Eltern und Großeltern immer erzählen. Das war für mich meine Growing Up Stories. Und das war wirklich tief in dem Blut. Und wenn ich in Vergangenheit von einer Corporate Companies über Decade gearbeitet. Ich habe gesehen, den großen Unterschied zwischen zum Beispiel, wie meine Eltern und Großeltern gearbeitet haben und wie mein moderner Lifestyle war. Nicht nur, wie wir arbeiten, aber was wir in unserem Körper essen und tun, how our lifestyle is and the impact it makes to us. So this is the background. So we're going back quite a few generations and I'm trying to pull the lessons out from them and learn. Underneath, the second picture is meine Großeltern. Die sind so, eine Seite von der Familie ist aus Papua-Neuguinea, die andere ist aus Australien. Und die da unten, meine Großeltern, waren Master Pastry Chefs. Und die haben so schöne Kuchen gemacht, dass wenn die Autos vorbeigefahren hatten, die haben Autounfall gemacht, weil die war guckdunk. Und die Polizei macht mein Großvater, er muss die Fenster vor sein Atelier dunkel machen, dass die Leute nicht mit dem Auto vorbeifahren und einen Unfall machen. Es ist, I think that's amazing. Kudos, dass er so ein schönes Erlebnis gemacht hat, dass es macht einen Unfall mit dem Auto. I would love to do that as well. Und nicht nur mit meinem Auto. So, das ist die Hintergrund. Eine Seite Connoisseurship, Beauty, Creation, Gastronomie. Und die andere Seite Social Enterprise, Wälder, Dörfen and the mix between the two usually is from two very different sides. So, was wir machen eigentlich ist, es ist sehr Standard zu denken, wir müssen Fair Trade und Organic und einen nachhaltigen Prozess haben. Wir werden nicht über das heute sprechen, weil I think it's Quatsch. Es sollte eine Standard sein. We don't even have to talk about it. It's just happening. Was wir what we could demand better from our companies, was wir besser erwarten können, ist, dass die Konzerne wirklich was machen, das gibt uns Leben. Entweder Ernährung, Gesundheit, Erlebnisse und auch, dass die vorne that they do something for the future. Zum Beispiel lobbying, activating, changing regulation, influencing decisions on what is bought and how. Zum Beispiel als kleiner Schokoladekonzern, ich könnte nicht gegen den Großen kämpfen. Ich habe gar keine Chance. I'm not even a pimple on the bottom of the chocolate industry. Aber wir können wirklich was ändern, wenn wir nutzen eine sehr spezifische Zielgruppe and we mobilize them in a certain way. That's our task for a little bit later today. So, das ist die Vergangenheit an Bliss. Ein bisschen Information wegen der Schokoladenbranche. 90% Kakao kommt aus 3 Herstellern. So, wenn ihr in ihrem schönsten, liebsten Schokoladenlädchen stehen und guck mal, so schön, die Verpackung. Verpackung? Was gibt's drin? Erste Frage. Aber wenn 90% Kakao kommt von den 3 Herstellern, es ist nur 2 Bohnen, dann what are you really getting? Das ist wie, und wenn man sagt und guckt dann diese schöne Anzeige in dem Fernsehen oder in den Magazinen, der Chocolatier mit dem großen
hat und er sagt, ja, ich konnte für 72 Stunden. Dann ist das ist wie, aber hat er den Bohnen gemacht? Kennt er die Botanik-History von jeder Bohnen? Kennt er, wie der Prozess ist? Was bedeutet der Fermentieren, der Trocknen-Prozess? Das ist wie eine Winzer, wird seine schon fermentierte Trauben kaufen von einem Großhändler und dann was dazu machen. Das ist kein Winzer, oder? That's not a winemaking process. Eine Sommelier wird das nie akzeptieren, aber es ist wie das in Schokolade. So, Elfenbeinkost, Ghana, 2 Bohnen Trinitario und Forestro da gemacht, fast fertig produzierte und dann ist das hier nach Belgien und der Schweiz, dass die Leute da, they can add additives to it and mask the taste of, ja. Und dann die beste Schokolade im Welt kommt aus der Schweiz, so in Belgien, aber wirklich? Ich war vorher in einer Godiva-Geschäft und ich habe gefragt, oh, schöne Schokolade, aus wo kommt es? Und die Mädel sagt, aus Belgien. Und ich sage, oh, wirklich? Cool, wo ist die Bäume dann? Ja, aus Belgien. Und das ist ein Mitarbeiter auf einer schönen Marke, dass wir erwarten Luxus und Qualität von. So, the industry's kind of screwed. And if we went live streaming, I'd probably use stronger words on that. I'm sure you can imagine what they are. But mit meiner Schokolade, wie Sie das in dem Orange lesen können, we don't want world domination. We just need to make a little bit of a difference on how everything is made. Wir sind nur eine kleine Firma. Wenn wir könnten nicht so viel, we can't stimulate too much demand, weil wir können das nicht liefern. Wir sind nur ganz klein. Aber was wir tun können, ist zum Beispiel mit Endverbraucher, mit Connoisseurs wirklich die Information geben, dass die erwarten bessere Standard von alle die anderen Schokoladefirmen. Das ist die großen Ziel, dass wir möchten mitarbeiten. And that's our job today. How can we inspire connoisseurs to demand better from the rest of the industry? Because wenn wir mit jedem Artisan sprechen, ob sie eine Gitarre-Spezialistin oder eine Social-Media-Monitoring-Expert ist, wir sind alle Artisans von unserer eigenen Kraft. Und wenn wir das wirklich machen, wir sind wahnsinnig stolz zu erzählen, was passiert und wie. And the difference between an artisan and a giant company that's just pumping out crap and has stuff to hide, there's a big space there that we can poke in the middle. So we can't be everywhere. Wir sind zu klein. Ne? Wir werden nicht gegen den großen Schokoladekonzernen kämpfen, weil diese multinational firms that could just bulldoze over anything that I do any day very easily. What can we do? We think that our principles or our beliefs or our standards should be available to connoisseurs generally, and that's the point about stimulating more connoisseurship for their demands on other companies. Macht das Sinn? Glaubt ihr das? Denkt ihr, das wertvoll eine Idee ist? Ja, skeptisch. Sie sind skeptisch. Noch nicht? Ich meine, bitte. Sie geben einen Geschmack zurück, den man nicht kennt oder nicht entwickeln konnte. Mhm. Das ist ein idealistischer Ansatz, vielleicht auch ein bisschen Geschmackserziehung, ne? Aber nicht aufdringlich. Ich kann das nachvollziehen, aber es braucht Zeit und eure Community muss wachsen. Ja, genau. Und wem für eine Community? Zum Beispiel, wir können alles sagen, dass die Bio- oder Low-Has-Segment sehr interessant ist, aber bei uns ist es nichts. It's like convenient green, let's say. Die wirkliche, I'm not talking about Bio Basic and Reform House and these like standard, let's say, supermarket types of Nachhaltigkeit. I mean, changing decisions, dass zum Beispiel ein Vorstandmitglied macht dem Entscheidung, dass in seinem Kantine wird das nur das Essen, das bringt seine Mitarbeiter bessere Gedanken. Und dass es nicht nur mit die billigste Amarak-Angebot da ist. Es ist wirklich, dass er macht die Entscheidung, ich möchte der Besten von zum Beispiel meine Leute in die Zusammenarbeit davor, ich werde die nicht toxisch machen. Es ist entscheidend, wie das zu machen. Ich denke, that's a worthwhile and a very realistic goal to try to make. Deswegen, wer ist das oder die, das sagt,
in den Hotels, zum Beispiel, Hotels ist eine große Kunde von uns, dass die sagen, in unserem Hotel, wir stehen vor Erlebnis. Erlebnis bedeutet natürlich schöne Gastronomie, nicht nur diese Sternenkonzepte, schmicky, molecular cooking, aber wirklich, that our guests will feel wohl mit uns, dass die wirklich gute Schlafen haben. Und ja, ist dem Sofitel so bed, ist das schön und die Kissen ist schön geplumpt, aber auch was drin ist, macht das den Unterschied und dann wir können da eine Entscheidung machen. So, without standing in the Miss World, let's change regulation. Ich denke, wir können wirklich uns in our existing jobs auch diese kleine Entscheidung machen. So, that's where social service comes in handy. Wir verkaufen unsere Produkte nicht direkt auf dem Markt, wir sind nur B2B bis jetzt und es ist nur eingeladete B2B, weil natürlich we have standards and I will be sick, wenn ich meine Schokolade sehe in einer Torte oder irgendwie eine Creation, das geht gegen unsere Gesundheitsziele oder unsere Ziele insgesamt. So jetzt, wenn wir sagen, Customer Social Services ist nicht wie Telekom hilft und dass jemand, das hat ein Problem mit zum Beispiel einer Schokolade, könnte uns anrufen und was sagen. Es ist wirklich, dass die that they get the feeling of what we're trying to achieve and even if they can't. Und genauso, wenn die Schokolade nicht zum Beispiel persönlich bekommen, weil wir nicht zum Beispiel an Verbraucher jetzt verkaufen werden, die können mindestens dieser Standard dabei sein. So. Ein Punkt an Connoisseurs. So, I come back to the big circle. Who is the Zielgruppe und wer könnte uns helfen, diese Änderung in die Branchen zu machen? Meine Meinung ist es Connoisseurs, weil Connoisseurs haben zwei sehr interessante Punkte. Eine Connoisseur ist sehr discerning. Normalerweise sind die in dem Social Economic Group, das hat ein bisschen Geld und ein bisschen Kraft oder beeinflusst mit dem Job. Die sind eine Manager of some sort, entweder in einer Corporation oder als Entrepreneur. Deswegen, die sind die Entscheider, das kann diese kleine Entscheidung machen für Gastronomie oder Gesundheit. So this is why we're interested in Connoisseurs. Und die sind auch die Leute, das typisch sehr viel interessant auf Food haben, sehr viel interessant auf was wir essen und die mögen zum Beispiel eine schöne Whisky, eine schöne Cognac dazu. Wenn wir sagen Connoisseurs, vielleicht du sagst, ja, aber Schokolade ist Schokolade. Wer denkt hier, dass die eine Schokoholic ist? Oder Schokophile, Schokoaficionado? Anybody? Ja? Ja, weil normalerweise man sagt, ja, Dunkelschokolade, 80% Schokolade, das ist eine Qualität. Aber haben wir gefragt, 80% von was? Und was? Oh mein Gott, ist die andere 20% da drin? Es ist, wenn ich sage, und ich habe diese Sätze da, 90% Market Concentration von 3 Herstellern bedeutet a low educated consumer group. Und ich denke, ich könnte erwarten, dass jeder Chocoholic wird mir später puff machen und sagt, yeah, ich bin educated in Schokolade, ich weiß, dass dunkel ist besser. Aber was bedeutet dunkel? Das ist zu sagen, zum Beispiel, Weißwein ist besser als Rot. Aber was bedeutet weiß? Es ist eine Traubensortimente und ein Fermentierungsprozess. Und alles, das steht hinten und am Ende ist das der Winzer. But we don't think about that in chocolate. So when I say it is very convenient mit so einer Konzentration in der Macht von Schokolade, dass es nicht so viel Education in der Macht ist. Und so wenn wir sagen, lass uns Connoisseurship ein bisschen da poken, can I say that? Can you poke connoisseurs? Let's tickle the connoisseurs to see if we can awaken them to demand the better standards. Weil wahrscheinlich, ich erwarte, dass ihr sagt schon, ja, aber es gibt so viele Schokoladeinformationen da draußen, wir kennen alles schon. But this is where we have to turn the whole story around. Wenn denn 90% Kakao im Welt kommt aus dem gleichen 3 Hersteller, do you think there's any real market information on that? It's pretty convenient to have a target group das sagt, 80% Schokolade ist gut. Die gesamte Weinbranche wird sterben, wenn das passiert. 80% rotes Wein ist gut. Es wird kein Sommeliers dann.
So this is the world, Chocoholic versus Alcoholic. Eine Chocoholic ist cool, aber ein Alcoholic nicht so cool. Aber was ist der Unterschied? It doesn't necessarily mean, wenn man mehr Volumen von was isst, bedeutet nicht, dass die eine Connoisseur sind oder Expert. Die sind einfach eating a lot. Und das ist wie ein Alkoholik. Jemand, das trinkt viel Alkohol, ist nicht wirklich eine Connoisseur, die sind eine Alkoholik. Und es ist eine Meinung, dass wir müssen ein bisschen mehr andenken, was oder wie die Connoisseurship und how you can evolve Connoisseurship. Und es hat gar nichts zu tun mit Volumen. So this is what we need to do, is carve a space for Bliss and my artisan chocolate maker colleagues to evolve the connoisseurship of chocolate a little bit further. Das bedeutet nicht nur diese basic 80% Sätze und nicht nur dunkel, aber auch noch mehr. Kennt jemand eine Lieblingsweintrauben? Merlot, Chardonnay? Sie? Ja? Hast du ein Lieblingsweinsortiment, Stefan? Eher Whisky? Okay. Nee, das ist perfekt. Was für eine Whisky oder Prozess oder eine Lokation aus, wo es kommt? Glenmorangie, So you know at least the brand, you probably know where it comes from, you know the water and the distillation process. Kennt jemand aber wir kennen zum Beispiel Weintraubennamen. Wir kennen Merlot, wir kennen Bordeaux, wir kennen Rioja. Kennt jemand eine Kakaobohnen-Sortiment? Keine Idee? Do you think that's kind of funky? If you think about what you know about wine? Und wir denken, oh, ich esse Schokolade. Es gibt tausende Schokolade in dem Hauptbahnhof, aber wir kennen gar keinen die Namen von einer Bohne. Es gibt 4 Bohnen, so ihr weißt, es gibt 4 Bohnen. Trinitario, Forestro, die sind disgusting, they taste horrible. Die sind bitter, hässlicher Kakao. Aber das ist 90% Kakao, weil deswegen man braucht Zucker und Milch und was auch immer zum Maskieren, die Geschmack. Dann gibt es Criollo und dann gibt es Arriba Nacional. Ich habe eine Criollo und eine Arriba Nacional pur in Rohform hier in meiner Handbag. Danach, ich möchte euch zeigen, die Unterschiede. Man kann nur von dem Gesicht, just from looking at it, die Unterschiede sehen, nur in Qualität in dieser Hauptbohnen oder feine Bohnen. That's another step. We're not here to learn about chocolate today, aber nur, ich denke, habt ihr das Gefühl jetzt, dass vielleicht es gibt ein Information Gap in Schokolade? Yeah? Okay, that's all. That's all I wanted to do, poke you in that point. So let's have a look. The goal is to evolve chocoholics into connoisseurs to lift the standard of the whole industry. Weil wenn wir mit unserer Buying Power bessere Standards warten, dann könnte die Multinationals Corporations nicht so gut von das leben. That's the Hauptsätze. If you would like more information or background on meine Meinung wegen Connoisseur als eine Zielgruppe, es gibt wenn ihr das Bitly TEDx Connoisseur gucken, da gibt es einen Vortrag, ich habe schon vorher gemacht wegen Connoisseurship. Aber heute, you can read this yourself. To bring chocolate fans to the point of lifting the industry, this is what we're going to have a look at. If you have a look on the right side there, das ist ein Beispiel von zum Beispiel einer Broschüre, das wir in dem Sofitel Biopost nutzen, und erzählen zum Beispiel über die Connoisseurship von einer Suite. Es gibt 18 Suites in dem Biopost und wir haben eine Schokolade für bestimmte Suites gemacht. So es ist wirklich, when we bring connoisseurship down, es gibt definitiv eine Zielgruppe, das was genießt. Und genauso die spezifische Raum in einem spezifischen Hotel hat ein sehr spezifisches Kakao dazu. So we know that they're existing, we know that they're there for wine, whiskey, cognac, even hotel suites. Das ist eine arabische orientierte Suite. So, Masters of Chocolate Connoisseurship. That's the idea that we came up with. Das ist eine Training, das wir geben. Wir haben so viel Studien zum Beispiel auf Sommeliers geguckt, wie die Schulung für Weinwissenschaft ist. Und wir haben we basically followed and looked at that and made the same thing for Kakao. Was passiert momentan ist, ich gebe Masters of Chocolate Connoisseurship Training an Sommeliers, Executive Chefs, Sous-Chefs, Patissiers und
F&B Managers, Food and Beverage Managers around the world. In 2 Wochen gibt es noch eins in Bangalore und dann am Wochenende in Marokko und dann danach in Oman. So ist es wirklich rund um die Welt und die bezahlen viel, viel Geld, dass sie da kommen und was erzählen und informieren über Schokolade. Die sind Michelin-Sternen-Chef. Die sitzen da, die kennen wirklich den gleichen wie euch. They know how to work with it. Aber wenn ich frage einen Michelin-Stern-Koch, was sind die Kakaobohnen? Die sagen, Lind. So, it's wirklich dem Gleichen. So, wir machen diese Training jetzt mit unseren Kunden, mit Chefs. But we can make it a little bit more open. Wie gesagt vorher, wir sind so eine kleine Firma, wir könnten nicht die gesamte Welt Schokolade liefern, aber wir können natürlich diese Informationen zum besten Standard erwarten. Masters of Chocolate of Connoisseurship ist, was wir bis jetzt haben. Wenn ihr zum Beispiel an YouTube sind, wir haben ein paar Videos da drauf, das zum Beispiel erzählt die Unterschiede zwischen verschiedenen Bohnen oder die Fermentierungsprozess vom Kakao. Es gibt ein bisschen Information da. Und wir haben gefunden, that people are hungry for it. Ich kam heute, jetzt direkt von dem Hauptbahnhof, ich war gestern Abend in Berlin mit Hennessy. Wir haben ungefähr ein paar tausend Euro Cognac gestern Abend getrunken, 10 Leute in the chairman's room from Berlin Capital Club. 10 middle-aged, lovely gentlemen, dass die Geld und die Kraft haben, zu Entscheidungen machen mit, these are exactly the target group that I was talking about before. They want to know, die sind Connoisseurs, zum Beispiel auf Cognac und jetzt Schokolade, aber es ist nur in diese kleinen Räume. Man muss entweder eine Sternchef sein oder ein Chairman-Mitglied von Berlin Capital Club sein, zu dieser Information jetzt geben, weil ich habe nur 2 Beine. Wir sind eine Firma, wir sind rund um die Welt, aber wir sind klein und momentan, bis jetzt, I'm the only one because it's my company and I built it and I studied it for 5 years to bring this training out. So how can we make it more open? How can we bring Masters of Connoisseurship to connoisseurs? And we think digital world is one way to do it. But we're not talking about eine langweilige Blog oder die einzelnen Kernen sind nicht im Weg, because we know that to make a decision it has to be emotional. So let's have a look. Before we get into how we can influence and before I ask you, was wir tun können, 2 kleine Fragen. Eine ist, what's a connoisseur? Und die andere ist, your turn, how we create connoisseurs in more of a community way. So eine kleine Notiz an what is a connoisseur. Das war gestern Abend. Das ist Thorsten Burkhardt. Er ist der Mann, der Mr. Cognac. Er ist normalerweise ausverkauft im April jeden Jahr von seinem paar tausende Euro Cognacs. Wahnsinn, toll. Er hat eine Nase wie I can't even explain. Es ist toll, ich liebe es. The best thing about connoisseurs ist, die sind super gefährlich. Wenn jemand kennt was über deine Kraft, die werden, I say, they demand and they denounce. They demand the best because they know everything about it. They usually, sometimes even know more than you about what you're doing. And they demand the absolute best and they will kill you if you don't deliver. And they will do it hard. Gestern Abend, es war 6 Cognacs an diesem Tisch und alle diese sehr nette Gentlemen waren da und es war, they were yelling. Am Ende, die haben wirklich laute Stimme dazu, ja, dieser Cognac macht was und die war sehr kräftig über Preiswert und the wood in the barreling und dass die so eine kräftige Konversation über Cognac haben, wenn die paar tausend Euro ausgeben werden für jede Flasche. I think that's fantastic. Und muss man wirklich sagen, es war ein a smell food specialist that specializes in scent da. And there was all of this discussion about the chemical changes in wood that happens after 3 years of cognac sitting in the barrel. And mein Kopf spinnt am Ende. I'm like, oh my God. Aber das war ein perfektes Beispiel von einer tolles Connoisseur. Weil, und dann am Tisch habe ich geguckt, halbe von das war selbstständig, Entrepreneurs mit Mid-Cap-Size, Mittelstand, deutsche Firma. Die andere halbe war in Konzernen. In Corporations und am Ende zum Beispiel mit dem Schokolade sehr oft, die haben gesagt, ich gehe morgen in meine Kantine und gucke, was da drin ist, weil if this is making my people sick or if we can have better, then of course I want it. Und ich denke, cool, einen Abend
bisschen Cognac, and that was one. It was really hard. But we can really work with them, but they were hard. Die haben wirklich alle die Bohnen geschmeckt, sehr harte Fragen, wie viel oder wie lang blühtet die Kakao an dem Baum, und dann die wissen, und dann die können wirklich Entscheidungen machen. Aber nur ein kleiner Raum, nur 10 Leute. Wenn ich nur 10 Leute sprechen jeden Tag, ist das eine langes Lebensänderung machen. So, having a look. The connoisseurs, ganz schnell. Das war gestern Abend. Connoisseurs have elegance. One thing about elegance, weil die Unterschied zwischen zum Beispiel Massmobilisierung und Connoisseurs is a lot. I think it is elegance and rituals. Time, intuition, curiosity, experiences and likes. Das bedeutet, die nennen das Zeit. Die haben gestern Abend 7 Stunden Cognac getrunken. Schön, es war schön. Es ist eine schöne Lokation. Ja, nicht so schwer mit dem Arm hinter dem Rücken. Aber wirklich, die haben den Zeit genannt. Die haben Notiz gemacht. They learnt, they asked, they googled ab sofort. Es war cool. Die haben eine Intuition, irgendwie ein Bauchgefühl. Wenn du was liebst, du hast immer ein gutes Bauchgefühl am Anfang. Egal, was die Marke oder die Konzern sagt zu euch, was da drin ist. You have an intuition, und eine Connoisseur ist sehr scharf mit seiner Intuition. Curiosity, I don't know what that's called in German. What is that called in German, curiosity? Neugierig, genau, danke schön, neugierig. They want to know all the little bits, all the little informations, und das ist super toll, weil wenn man wirklich nicht ein Expert oder stolz von seinem Produkt ist, dann ein Connoisseur mit seiner Neugierigkeit, they'll kill you if you don't know the answer or if you have the wrong information. So, es ist schwer, aber toll. They have experience, die haben was schon gemacht, haben schon was gelebt, die haben sagen, ja, ich mag das, nicht das. Und die kennen, was die möchten und nicht möchten. Das ist super toll. That is, I believe, one part of a connoisseur. You'd be surprised how many people don't know what they like. Und wie viele Leute, wenn die was in den Mund stechen, könnten nicht erzählen, wie das schmeckt. It's a really big surprise. Rituals. Rituals ist die andere Seite von Connoisseur. Ritual bedeutet, dass die nutzen alle Sensoren. Sensoren? Sensoren? Oh God, Sinnen. They smell. They look. I watched when you were having your heiße Schokolade. Wie viel hat erst die Nase reingeschneckt und geräuscht und wie viel hat einfach klunk? I don't mean to make it sound stupid, aber es ist wirklich wie ein Weinprozess. Wir haben wirklich einen Prozess, wie Schokolade zu erleben. Es sollte zum Beispiel an Körpertemperatur sein. Dann kann man den Geschmack von Kakao am besten erleben, am besten testen. Wenn ich meine Kakao testen in dem Labor, es ist immer flüssig und warm, es ist Körpertemperatur. Wie nie eine Tafel sowas essen. Es ist fast wie, was ihr heute gemacht hatten, ist die professionelle Test für Kakao. Die lernen, die haben Know-how, they compare. Ich mag das und nicht das. Das ist die Rituals, die haben einen Prozess, normalerweise eine Checklist oder mindestens eine Hakenlist im Kopf. Da sieht es aus, da. So, in summary, eine Connoisseur will demand and denounce. They want the best from you, and if you don't deliver it, then they're going to tell everybody that you didn't deliver it and you have no business in the future. Die sind highly trained. Die sind sehr aufmerksam und sehr intelligent. And I believe they will therefore, mit dieser Wissenschaft, mit dieser Hunger, mit dieser Durst auf bessere und besten und Wissenschaft, they will raise the standard. So, wir kennen jetzt ein bisschen über Schokolade, über den Markt, über einen Connoisseur. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Wie können wir die engagieren? Nicht nur 10 nette Gentlemen in Gentleman's Club am Abend und nicht nur Sternenkoch in sein Kitchen. What can we do? Bis jetzt, wir haben eine kleine Liste. Die Liste steht da. To celebrate the aficionados. To recognize who really loves and is an expert and to celebrate them. That means hold them forward, bring them up, support their material. Das passiert sehr oft in unserer digitalen Welt. Ich denke, die Inhalt-Sharing, the Content-Sharing and the Content-Support, zum Beispiel nur in den Twitterverse ist toll. Das ist ein sehr, sehr tolles, schönes Beispiel. Sharing Vocabulary,
Teaching, zum Beispiel, wenn ich über meine Schokolade spreche, ich spreche über das Ernte, über was passiert mit dem Wetter, das Terroir, und dann ihr weißt und lernt ganz langsam, was die Vocab bedeutet und nicht nur die einfachen Sachen. Hey, es ist dunkel Schokolade. We don't come anywhere further. Demanding expertise. I wish to have a chocolate sommelier. Jemand in jedem Restaurant, das kann wirklich über die Schokolade sprechen und was die Gäste da vorher gegessen hatten und was perfektes, Gutes empfehlen mit Stefans Lieblingster Whisky. Wouldn't that be toll? Warum haben wir das nur mit dem Wein? Wir können das mit Schokolade auch. Natürlich, ich fange das an mit Masters of Chocolate Connoisseurship Training mit meinem Kunden, aber Demanding Expertise ist noch ein Stück, dass wir mehr näher an die Endverbraucher sind mit Knowledge, die Information, dass die haben Hunger vor. Explaining the process, wie, was, how does it work, und nicht nur, guck mal, es ist eine schöne Marke. Zum Beispiel mit Bliss, we have no brand information. We don't talk about brand. We have no brand video. We have no image film. Und ich bekomme so viele Schlagen. Komm mal, du hast eine nette Firma, mach mal ein Imagefilm. And I think if you start with an image film, that's the first place about, I don't know, not bringing out the details oder zum nicht stolz sein von die Detaillieren in die Information, das steht da hinten. Ich möchte lieber dastehen und erzählen über Fermentieren in Kakao für 5 Minuten und wie die anaerobic process geht mit exothermic reactions. Und vielleicht man versteht nur 1% von das, aber es ist 1000 mehr Prozent als zum Beispiel einfach Brand Communication. And to invite them home. Zum einfach in dem Chairman's Club sein oder in unserer Atelier sein oder zum Dasein oder zum euch sein. To connect personally. Ich denke, wir alle kennen diese Ideal. You probably have all these standards in your own business too. But now I need to ask your help what else to do. So bis jetzt mit unserer Ziele. So die Ziel in summary, raise the standards of connoisseurship in chocolate. So a consumer will demand a better standard from the industry. Bis jetzt, wir sind super wahnsinnig klein. We have a little social media engagement. Very, very little. Weil wir nicht zum Beispiel unsere Schokolade an den Massen verkaufen werden. Wir sind noch nur mit Sternenkoch und 5-Sternen-Lokation. Third-Party Publishing. Ich habe heute ein Artikel über Seed Sovereignty gepublished. Seed Sovereignty ist ein Teil von Food Sovereignty. Ein großes Problem, das steht hinten in der Food Industry, ist the safety and security of food. Und meine ich nicht, dass die Eier von Track and Trace ist, aber dass die Seeds, heißt Seed, die Samen, dass die Samen zum Beispiel